Heute zeige ich dir, wie du so eine Grillschürze in Einheitsgröße nähst. Das Schnittmuster dazu verlinke ich dir in der Infobox. Durch die verstellbaren Träger lässt sie sich auf deine Größe anpassen. Make a Mouth Sewing. Nähen mit der Maus. Natürlich kann nicht jede Größe gleich gut passen. Deshalb zeige ich dir jetzt noch 2 Beispiele, wie du dieses Schnittmuster an deinen Körper anpasst. Drucke dir dazu das Schnittmuster aus und hebe es an deinen Körper. Bist du etwas größer, kannst du es einfach unten verlängern. Passt es in der Breite nicht, schneidest du es in der Mitte auseinander und fügst dort die benötigte Breite hinzu oder auch weg. Ich habe schon mal alle Schnittteile ausgeschnitten. Das ist die Schürze, die Tasche und die Belege. Versäubere alle Kanten mit der Overlock oder der Nähmaschine. Außerdem brauchst du noch 2,8 Meter langes Schrägband. Das Schrägband wird an der kurzen Seite eingeklappt und auch in der Mitte der Länge nach gefaltet und knappkantig abgesteppt. Auf der Tasche unten markieren wir uns die Nahtzugaben. Falte dann die Ecke im 45 Grad Winkel, sodass die Stoffkanten aufeinandertreffen. Jetzt messe ich 90 Grad von der Kante durch die Nahtzugabenmarkierung. Hier nähe ich die Ecke zusammen. Auf der anderen Seite mache ich das genauso. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Falte die obere Kante der Tasche mit 1 cm Nahtzugabe um, stecke sie fest und steppe sie ab. Jetzt biege ich die genähten Ecken nach innen und forme sie schön aus. Mit dem Bügeleisen bügele ich die Nahtzugaben der 3 Seiten um. Dann lege ich die Tasche auf die Taschenmarkierung der Schürze. Ob du lieber die rechte oder die linke Seite haben willst, kannst du entscheiden. Alternativ könntest du auch 2 Taschen machen. Ich richte bei meinem Beispiel die Tasche nach dem Muster aus. Dann stecke ich sie fest. Und nähe sie knappkantig an den Ecken an. Oben muss natürlich offen gelassen werden. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Jetzt biege ich mir die Nahtzugaben oben an der Schürze um und stecke sie fest. Nähe sie fest und verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Nähe dann die untere Ecke der Schürze genauso wie an der Tasche gezeigt. Da dort aber die Kante nicht im rechten Winkel ist, würde sich die Ecke nicht gut legen, wie du hier siehst. Deshalb musst du den Winkel etwas schräger nähen, wie du hier sehen kannst. Die 45 Grad Naht hier zum Vergleich. Bügle dir die Nahtzugaben nach innen an den Seiten und unten und steppe sie ab.
Bügle auf beiden Seiten die Nahtzugaben der kurzen Seiten vom Beleg nach innen. Dann steckst du dir die Belege rechts auf rechts auf die Schürze und nähst sie an der Rundung mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Biege dir die Nahtzugabe Richtung Beleg und steppe sie knappkantig ab. Durch diese Naht legt sich der Beleg schon fast von selbst flach hin. Stecke diesen jetzt noch an der Innenkante fest und nähe ihn an. Verriegle dabei wieder den Nahtanfang und das Nahtende. Zum Schluss wird noch das Schrägband eingefädelt. Ich nehme mir dafür eine Sicherheitsnadel als Hilfsmittel. Ziehe das Schrägband dabei von unten durch den Tunnelbeleg und von dort zum anderen Beleg, von oben nach unten. So ist oben eine Schlaufe für den Hals und an der Hüfte kann es zusammengebunden werden. Richte das Schrägband so hin, dass es auf beiden Seiten gleich lang ist. Übrigens, die Plotterdatei, die ihr auf dieser Schürze manchmal gesehen habt, findet ihr in meinem Shop. Diese verlinke ich euch auch in der Infobox. Fertig ist die Schürze. Willst du noch mehr Kochutensilien nähen, dann schau dir zum Beispiel meine Topflappen an. Oder willst du lieber eine Vintage-Kochschürze nähen, dann schau dir gerne auch dieses Video von mir an. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!